Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech 2026 in Nürnberg. Wir befinden uns am Stand der Traeger Group und ich bin hier mit Jörg Traeger. Hi, schön dich kennenzulernen. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Sehr gerne. Ihr habt uns einige tolle Produkte mitgebracht, sehr, sehr interessante Produkte, was wir so noch nicht kennen. Jörg, führ uns einfach mal kurz durch euer Firmenportfolio und dann steigen wir direkt ein in die Produkte. Ja, wir kommen aus dem IT-Bereich und haben also entsprechend verschiedene Systeme zusammengetan, sodass man nicht jetzt sagt, okay, Taktik ist der Lärm vor dem Untergang, wenn man die Strategie nicht entsprechend bedenkt, sondern wir brauchen strategisch eine Grundlage dafür. Dafür ist das Common Operation Picture, ein Lagebildsystem. Ja? Dann haben wir unser Krisenmanagementsystem und ein Operationsterminal, weil die ganzen Dinge, die wir hier haben auf den ganzen Sachen, ist auch offline hier drauf verfügbar. Auf jedem Handy entsprechend handhabbar. Das heißt, wenn du im 87. Untergeschoss bist und da irgendwie Informationen brauchst, keine Verbindung, hast du alles dabei. Deine ganzen SOPs, ja, deine ganzen Handbücher, die ganzen Informationen, die du brauchst für deine Operation, offline dabei. Deine ganzen Kontakte, deine Buddies etc. Die ganzen Missionsinformationen. Und das entsprechend geschützt. So, das gehört alles zusammen. Und dafür brauchen wir halt eine durchgehende Plattform und diese haben wir. Das ist sehr interessant, gerade diese Offline-Verfügbarkeit der Daten, das wird ja immer wichtiger heutzutage. Nicht? Man kann Cloud-Systeme stören oder irgendwas. Das heißt, ich hole mir mein Update, bevor die Mission beginnt und habe dann alles bei mir. Genau. So, genau die komplette Flexibilität hast du und das ist halt für jede Einheit entsprechend interessant, aber natürlich auch für die Industrie, weil jeder braucht eigentlich ein Krisenmanagementsystem. Jeder braucht etwas für sich und seine Familie. Bis dahin geht es. Man kann es komplett skalieren. Ob du es für 2 Mann machst, eine Person, 4 Mann oder 100.000, es ist entsprechend skalierbar und machbar. Und es ist sehr schnell, wenn man weiß, wie es geht, sehr schnell deployable. Und es ist komplett virtualisiert und geht nach den richtigen Kriterien vor, sodass man es auch BSI zertifizieren kann, wenn man das denn möchte. Das ist ein wirklich interessantes Projekt, weil je weniger Quellen ich habe, auf die ich zugreifen muss, umso mehr kann ich natürlich auch die Fehlerquellen minimieren. Und ich habe natürlich eine wesentlich engere Vernetzung. Sollte ich jetzt zum Beispiel im Zug, im Kompanie oder eben auch im Bataillonsrahmen oder sogar noch größer arbeiten müssen. Ja, also diese Möglichkeiten bestehen, ja, aber auch insbesondere unsere kritischen Infrastrukturen brauchen etwas. Und man kann ja daraus lernen, was Spezialkräfte schon nutzen, was international genutzt wird und wirklich brauchbar ist und auch diese Härte im Einsatz dann entsprechend wert ist. Ja? Darum geht es einfach, ab der Minute 1 nach Schadenseintritt für eine kritische Infrastruktur, bei einem Blackout zum Beispiel, was mache ich nach der Minute 1 oder in der Minute 1? Bin ich handlungsfähig? Wenn eine Ransomware-Attacke irgendwo reinfährt, was man nicht ausschließen kann, alles ist verschlüsselt, was mache ich in der Minute 1 danach? Habe ich einen Plan? Wo ist mein Team? Wo sind meine Leute? Wo habe ich meine Anweisungen? Ich bin unter Druck. Und dann entspannter reagieren zu können, ruhiger reagieren zu können. Und dann nehme ich immer das Beispiel von meiner Mutter, 85. Sie hat auch eine Standard Operation Procedure im Falle eines Blackouts. Und wenn der Blackout eintritt, dann hat sie ein Aufgabenprofil und damit kommt Ruhe rein. Für jeden Menschen. Ob es eine Top-Einsatzkraft ist oder jemand, der ein Trust ist, ja, quasi. Also diese Bandbreite ordentlich abdecken zu können auf höchstem Niveau und darauf sind wir geeicht. Aber selbst diese Produkte, die ihr jetzt hier zeigt, brauchen auch einen gewissen Schutz. Was habt ihr denn dafür mitgebracht? Also, ich bin auf dem Trip Use what you sell, sell what you use. Und dabei muss die Qualität immer stimmen. Und da habe ich John getroffen von QuickBlock. Und seitdem sind wir auf dem Lego-Trip. Also vom Prinzip her. Männer-Lego. Ja, genau. Also, diese Dinger, faltbar, 250 Stück passen auf eine Palette. Was ihr hier am Stand seht, sind ungefähr 400 Blocks. Die Säule hatten wir nicht so ganz mitbedacht, deswegen mussten wir ein bisschen was um die Säule herum bauen. Aber die Flexibilität ist da, man baut das, was entsprechend gerade geht. Und wenn man diese hier nimmt, kann man direkt Trainingsszenarien aufbauen für CQB-Training. Wird intensiv genutzt in UK, ja, zum Beispiel, von Polizei, aber auch Militär. Auf der anderen Seite, wenn man da einen Medic Point baut daraus, kann man entsprechend abwaschen. Also auch dafür hervorragend zu nutzen. Dekontaminierbar wahrscheinlich? Ja, also wir sind gerade noch dran im Bereich CBRN, das entsprechend so auszubauen, dass man nicht einen Bunker baut, jetzt der für 100 Jahre irgendwie hält, aber dass ich für einen Einsatz und für eine Mission entsprechend agieren kann. Und da muss man halt wirklich schauen, wie man das Ganze gestaltet und wirklich
weitergeht mit den ganzen Sachen. Und Decisive Action, also man muss Entscheidungen treffen können. Und hiermit kannst du jetzt einen Bunker bauen, egal wo du bist. Wenn du es füllst mit Sand, hältst gegen 7,62, bei einer Stellung zum Beispiel, bei einem Fahrzeugcheck. Wenn man es doppelt stellt, 50er BMG. Jetzt kann man hier eine Mauer stellen und da eine Mauer stellen, in der Mitte auch befüllen. Dann hat man quasi die Sachen, die man auch mit größeren... Ja. Ja. Und die Israelis haben ja einige Verluste gehabt, weil sie die Sichtlinie nicht gebrochen haben in ihren Stellungen beziehungsweise in ihren Lagern. Ja. Und hiermit kann man auch, selbst wenn man es nicht befüllt, die Sichtlinie für den Scharfschützen brechen und damit auch nochmal eine Funktion erreichen. Ja? Und auch die Wärmeaufklärung, selbst jetzt in kaltem Gelände, wenn ich mit Schnee operiere, dann habe ich vielleicht nicht den ballistischen Schutz, den ich erreichen kann. Aber ich habe den thermalen Schutz, ja, und den Schutz halt vor Sicht. Und ich kann auch hier mit Fake-Stellungen locker aufbauen. Ja. Und diese Flexibilität hat man halt. Es ist halt wirklich sehr, sehr leicht. Es geht wahnsinnig schnell. Also Ja. ich klappe es auf, es rastet ein, stell's hin und kann dann im Lego-Prinzip einfach mit Halbversatz meine Es gibt Mauern ganze- hochziehen. Ja, es gibt ganze Steine, wie jetzt den hier, halbe und Viertel. Und das baust du so und das siehst du dann ja hier. Und dann baut man es ruckzuck zusammen. Wir haben beim Aufbau 4 Stunden gebraucht, um den ganzen Stand zu bauen, mit dem ganzen Geraffel, was wir dabei haben. Ja. Also insofern ist es überschaubar und du bist halt sehr schnell deployable. Und es ist im Endeffekt auch ein Wegwerfartikel. Ja, wenn es kaputt geht, wenn ich beschossen werde, dann sollte ich ja wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt so lange in der Stellung bleiben, muss wechseln. Und ich kann damit wirklich Masse produzieren, Mehrfachstellungen aufbauen und damit halt mich schneller bewegen und auch innerhalb der Gebäude Härtungen betreiben. So ein einzelnes Produkt hier hat eine statische Belastungskraft an sich schon, also auch im Ja. unbefüllten Zustand. Also von oben Druck 800 Kilogramm. Die Panels, die wir verwenden mit Aluminiumschaum aus deutscher Produktion, ja, haben eine Tragkraft von 1 Tonne pro Quadratmeter. Das heißt, ich kann mir den Bunker entsprechend, oder Shelter, wie man es auch immer bezeichnen möchte, entsprechend so zusammenbauen und schnell zusammenbauen. Das heißt, hier eine Größe, Breite zu haben von 2,40 Meter ist ideal. Und dann kann man entsprechend in der Länge operieren und kann entsprechend daraus sich das bauen, was man sich halt irgendwo erlauben kann. Kann er da auch mehrstöckig arbeiten, kann eigentlich damit wahrscheinlich einen vollwertigen OP betreiben mit 1 Tonne Tragkraft. Also man kann entsprechend das betreiben. Ja. Du kannst oben drauf gehen, überhaupt kein Problem. Bei einer Tonne, das schaffen wir zwei nicht so ganz so. Nicht Nein, wirklich. nee, Ja. auch wenn wir dran arbeiten noch oder sowas. Ja, aber insofern hast du entsprechend Schutz von oben. Und es gibt verschiedene Tests, auch entsprechende Ansprengtests, die sind sehr gut. Wenn- Ja. Man meint immer, dass die Tragkraft nur dafür da ist, wenn man das betreten will oder von oben arbeiten möchte. Aber wir dürfen ja zum Beispiel Schnee nicht vergessen. Feuchter Schnee hat extremes Gewicht. Richtig. Ja, und wenn ich mal 20 cm Schnee drauf liegen habe, wenn mir das dann nicht über den Kopf zusammenstürzt, ist natürlich auch viel wert. Ja, und das ist halt total leicht, wenn du es mal angreifst, dieses Aluminiumschaum, also nicht das jetzt, sondern auch die Aluminiumschaumplatten, dann stellt man fest, es ist wirklich Hochtechnologie, die da verarbeitet wird. Aber trotzdem muss es ja noch bezahlbar bleiben. Wir müssen einfach auch in Masse Dinge verfügbar haben. Und wir können nicht immer irgendein Spezialgerät von A nach B transportieren, sondern wir müssen es schon vordeployed haben. Und diese Möglichkeiten sind im Endeffekt gegeben. Genau. Logistik einfach und die Logistikketten kurz halten. Ja, Das ist und wir klar. bauen jetzt alles, was man hier sieht, auf Paletten. Und auch die Platten hier sind 2 Paletten. Die hier, wie gesagt, 250 Quickblocks auf einer Palette. Alles andere auch entsprechend palettierbar. Wir denken in Boxen. Sehr gut, wunderbar. Ihr bietet jetzt aber nicht nur was für die Übersicht, ihr bietet nicht nur was für den Schutz, sondern lass uns doch einmal mal in den Shelter gehen und dann schauen wir mal, was ihr da noch habt. Jawohl, das machen wir sehr gerne. Jörg, wir befinden uns jetzt hier im Shelter bei den Shark Cages. Erzähl uns doch einfach kurz, was ist ein Shark Cage, wie funktioniert das und was Also kann er? wie du gerade feststellst, wir haben keinen Hai hier drin, aber Navy Team Seal 6 hat den Namen mal so vergeben gehabt und daraufhin wurde der weiter entwickelt. Der Shark Cage auch noch. Und wir haben hier die Möglichkeit, unterschiedliche Langwaffen zu positionieren. Das ganze System ist modular. Kriegst hier entsprechend die Waffen raus und kannst sie sicher verstauen. Das nächste ist Kurzwaffen. Hier unten entsprechend die Kurzwaffen. Das heißt, die Langwaffen werden im Grunde einfach nur mit der Mündung eingehakt, die Schulterstütze eingeklinkt und dann hier durch diesen Riegel verriegelt. Entsprechend. Und es ist entsprechend, also die Amerikaner akzeptieren es voll als entsprechende Waffenkammer. Mobil, modular,
auch andere Waffen natürlich, nicht nur jetzt diese. Und es werden auch Reifen damit transportiert oder Hubschrauberteile. Denn das Ganze ist auch luftverlastbar und ein total modulares System und wirklich intelligent Logistik zu betreiben. Und das auch noch entsprechend geschützt. Und dann machen wir es entsprechend zu. Hier kann man die Cages miteinander verriegeln. Ja? Und einmal verschlossen, verriegelt und schon hat man eine entsprechende Lösung, die wirklich sauber ist. Überall deploybar, auch insbesondere jetzt für die Anforderungen, die wir jetzt haben, dass wir schnell sind, dass wir Einheiten deployen können, überall hin. Ist einfach das Beste, was es gibt und von den Amerikanern intensivst genutzt. Und jetzt bringen wir das hier auf den deutschen Markt. So, das heißt, das ist verzinkter Stahl? Das ist galvanisiert, seetauglich, lufttauglich, containertauglich. Man kann sie entsprechend in die Container reinräumen, ja, kann komplette Lager daraus bauen. Und daraus auch Lager bauen. Wir haben hier die Möglichkeiten auch etwas, zum Beispiel in dem Bunker jetzt hier, das Ganze so zu gestalten, dass wir mobile Einheiten deployen und dann einen hochmobilen Schutz auch für die Waffensysteme geben können. Und ja, das kann man alles miteinander kombinieren. Und wir haben etwas halt für die Logistik gesucht und deswegen haben wir SharkCage gefunden. Ja. Weil es einfach das Beste ist, was es momentan auf dem Markt gibt und eigentlich einzigartig in dem Fall. Die Modularität besteht jetzt auch darin, dass ich zum Beispiel die Regalböden in der Höhe verstellen kann. Das heißt, ich kann unterschiedlich lange Waffensysteme auch unterbringen. Also von einem M4 CQB bis hin zu einem Präzisionsgewehr zum Beispiel mit 65 cm Lauflänge bin ich da vollkommen bis hin zu Granaten reinzuhängen. Also alle Möglichkeiten bestehen. Es gibt ja unterschiedliche Cages. Hier haben wir den Weapon Cage. Ja. Aber was man braucht, kriegt man entsprechend. Das ist individuell abstimmbar. Konfigurierbar durch den Anwender. Einfach Bescheid sagen, was man braucht und dann... Und auch im Einsatz gegebenenfalls änderbar, in dem Rahmen der Möglichkeiten, was halt hier an Modulen verbaubar ist. Verstanden, alles klar. Okay, gut. Vielen Dank. Jörg, wir sind am nächsten SharkCage angekommen. Hier sieht man wieder die Modularität des Produkts. Jetzt hier in einer, ich nenne es jetzt mal Büro-IT-Konfiguration, könnte man sagen. Man ist flexibel. Also ob du jetzt da Equipment anderes hast, auch halt IT, ganzen Batterien, die du brauchst und so weiter, was auch immer, man kann es modular verbauen. Wir haben jetzt hier eine Lösung für Videoanalyse, beziehungsweise wir zeigen halt das, sagen wir mal, den Einstieg in das Gesamtsystem Videoanalyse, was wir haben. Es gibt unterschiedliche Lösungen und da muss man genau schauen, was sind die Bedarfe entsprechend. Wir haben hier eine Lösung von Motorola, wo es auch Kameras gibt, die auf 20, 40, 50 Kilometer rausgehen. Ja, aber halt natürlich auch, wir haben den Stand hier auch überwacht, damit nichts abends passiert. Ja? Und also eine verschiedenartige Lösungsmodularität auch da, um mit der entsprechenden KI End-to-End-Lösungen zu bauen für Überwachung, Perimeterschutz zum Beispiel. Genau, wir sehen jetzt hier eine Art Alert-Modus, würde ich es mal nennen, mit diesen kleinen Kästchen rum um die Hitzesignaturen jetzt zum Beispiel. Das heißt, ich tue mich wahnsinnig leicht damit, aufzuklären, ob sich hier irgendjemand befindet, was sich bewegt, was sich abspielt in meinem Perimeter. Ja, also es gibt natürlich einen Haufen Videomanagementsysteme und Videoanalyse-Systeme. Man muss halt nur wissen, welche passen jetzt zusammen. Wie kann man die ganzen Sachen taktisch und strategisch kombinieren? Was braucht man wirklich? Und was kann man dann auch immer, irgendwo sind ja Investments, was ist jetzt die richtige Lösung in diesem Setup? Ja? Und wie ruggedized muss das Ganze sein? Und wir haben hier Lösungen, die einerseits jetzt mit KI gespickt sind, aber wir haben auch Lösungen, die bis in sehr spezielle Verwendungen reingehen können, wo man beispielsweise 100 Handys gleichzeitig auswerten kann, in Verbindung mit Hintergründen, in der Verbindung mit Kennzeichen, in der Verbindung mit Gesichtserkennung. Also dass man dann wirklich schaut, was habe ich? Ich habe vor ein paar Monaten von irgendwelchen Leuten gewisse Dinge eingesammelt, an Informationen, an Daten. Und ich habe jetzt im OSINT-Bereich auf irgendwelchen Webseiten irgendwelche anderen Bilder und muss dieses ganze Ding halt kombinieren. Und dafür gibt es intelligente Möglichkeiten, wie man sowas angehen kann. Sehr speziell, aber da muss man einfach miteinander reden. Und das ist halt kein Brot- und Buttergeschäft. Ja? Kann man so betrachten, muss man aber nicht. Ja? Und deswegen mal sich unterhalten, in Ruhe zusammensetzen und schauen, was gehen muss und was gehen kann und was wirklich in der Situation passend ist. Was ich jetzt hier zum Beispiel schön finde, was mir auffällt als Laie, als wahrscheinlich Endanwender mit
keine Einarbeitungszeit jetzt hier in diesem Falle. Das ist dieser kleine Grundrissplan, auf dem zum Beispiel hier meine Kamerastationen eingezeichnet sind. Das heißt, ich sehe meine Kamera, ich sehe meinen Beobachtungswinkel und ich sehe dann auch das Bild, das dazugehört. Das heißt, meine Orientierung ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut machbar hier mit diesem System. Ja, auch dass man alarmiert wird, wo man hinschauen soll. Also auch diese Möglichkeiten. Ja, aber das sind hunderttausende Teilfunktionen, wo man dann wirklich schauen muss, wie mache ich dann über einen längeren Zeitraum eine Bewachung, eine Überwachung. Ja, und das halt entsprechend intelligent zu kombinieren, muss man ein bisschen den Markt kennen auf der einen Seite. Und da beraten wir und wir haben entsprechende Kontakte zu und den Herstellern, sodass man sagt, okay, wie machen wir jetzt diese Situation wirklich? Wie gehen wir es wirklich an? Ja? Und nicht one size fits all. Wir sind nicht im Sockenvertrieb. Genau. Ihr bietet jetzt praktisch nicht nur die Software und die Hardware, sondern ihr bietet auch die Soft Skills. Also ihr macht auch Training. Ja, also die Sache ist ja, es kommt einfach mit der Erfahrung, dass man einfach seit ein paar Jahren, seit x Jahren, diese Sachen betrachtet, den Markt schaut, Leute auf einen zukommen und sagen, hey, können wir das noch mit in das Gesamtkonstrukt mit reinnehmen, weil das ist ein Gesamtsystem. Wir gehen halt wirklich von dem Lagebild, was ist überhaupt los, bis hin zu den einzelnen operativen Bereichen und wir kommen ja auch noch zu dem Thema Training, weil wenn du es nicht trainierst, kannst du es auch nicht einsetzen. Ja? Und wir müssen auch immer an die Einsatzkräfte selber denken. Und es muss halt auch benutzbar sein. Also die Usability spielt eine große Rolle, das Training spielt eine große Rolle. Und da denken wir halt einerseits an Behörden, Militärbehörden, aber auch kritische Infrastrukturen. Ja? Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die entsprechende Sicherheitsbedürfnisse haben, wo man schaut, okay, was passt denn eigentlich? Und da gibt es sehr viele Überschneidungen irgendwo drin, wo man die Ansatzweisen von einem VIP-Bereich natürlich mit dir auch. Du bist auch ein VIP, ja? Also wie weit kannst du dich schützen? Was hast du für einen Bedarf? Und was haben andere für einen Bedarf? Und da geht es nicht darum, dass du Salzstangen magst und ich mag halt irgendwie Gummibärchen, ja? Sondern wir müssen einfach schauen, was passt zusammen und daraus ein System machen, was aber auch über einen längeren Zeitraum betreibbar ist, weil man ist immer wieder bei Investitionen und unterschiedliche Anforderungen und wir können wirklich auch zum Beispiel haben wir jetzt gerade für ein Kreiswerk etwas gemacht, wo die in der Minute 1 handlungsfähig sind. Ja, und genauso geht es natürlich um das Unternehmen, aber auch halt entsprechende Units, die deployed werden irgendwo im Ausland. Und da halt smart drauf zu schauen und dann zu schauen, was geht und was geht nicht oder was geht jetzt und was geht vielleicht morgen. Weil die Entwicklung in der KI zum Beispiel, gigantisch. Ja. Ja. Vorbereitung ist natürlich das halbe Leben. Wenn ich weiß, wo die Gefahr herkommt, kann ich darauf reagieren. Wenn ich reagieren muss, habt ihr auch noch ein besonderes Produkt dabei, einen Trainingsanzug. Jawohl. Den stelle ich allerdings mit einem anderen Kollegen vor von dir. Jörg, es war mir ein Fest. Wir sehen uns später nochmal. Jetzt erstmal verabschiede ich mich und gehe weiter zum Trainingsanzug und zum Herrn Becker. Alles klar. Dann Danke. erstmal viel Spaß mit Markus. Dankeschön. Markus, schön bei euch zu sein. Timo, auch schön bei dir zu sein. Es geht uns hier jetzt hauptsächlich um Nahkampf. Es geht hier um den Trainingsanzug. Führ uns einfach mal durch die Specs des Nightfighters und auch natürlich das Training, das ihr dazu anbietet. Ja, gerne. Also das Besondere an dem Vollschutzanzug hier ist, dass dieser modular aufgebaut ist. Das heißt, jedes einzelne Modul kann auch einzeln verwendet werden. Zudem gibt es noch weitere wichtige Details, wie dass wir hier einen Schutz haben, der es zulässt, verletzungsfrei auch Zonen anzugreifen, die mit alten traditionellen Systemen so nicht möglich waren. Wir haben hier hochwertigen Planenmaterial, was innen und außen verarbeitet ist. Das heißt, Schweiß, der entsteht beim Training, dringt nicht in das Polster ein. Wir haben verschiedene Schutzzonen, das heißt ein 3-Zonenschicht Schaumstoffaufbau mit verschiedenen Funktionen. Also nicht nur ein Schaumstoff. Wenn du schaust, die Stärke hier ist nicht besonders voluminös, Ja. aber die Kombination macht das aus, dass hier die Schläge, die Energie absorbiert wird, verteilt wird und abgedämpft wird. Diese 3 Zonen. Und das ist das Besondere bei diesem Anzug, plus die enorme Agilität, Mobilität, dass derjenige, der den Anzug trägt, auch ein tatsächlicher Gegner sein kann. Die große Frage ist ja immer das Gesamtgewicht dieses Systems. Also wir sind jetzt hier, obwohl es ja ein modulares System ist, wie du gesagt hast. Das heißt, wir können Teile weglassen, Teile hinzunehmen. Wir sitzen jetzt hier im Vollsystem. Wo stehen wir da ungefähr gewichtsmäßig? Ja, das ganze System wiegt 19 Kilo. Der Basisanzug, den man auch
als eigenes System tragen kann, wiegt 9 Kilo. Und dieser ist innerhalb von unter 10 Sekunden anzulegen und der Trainierende kann sofort loslegen. Mit den dementsprechend geschützten Zonen kann man dann arbeiten. Bis hin zur Festnahme, das heißt, Handschellen können am Rücken angelegt werden und dementsprechend intensiv auch trainiert werden, ohne dass hier der Partner dementsprechend die Freude verliert. Das heißt, wenn sich mein Trainingspartner, so wie Timo jetzt hier im Vollschutz befindet, kann ich innerhalb von Sekunden eigentlich, sag ich mal, die Ärmelteile auch abnehmen und kann ihm dann die Hände auf den Rücken legen und kann praktisch die Festnahme simulieren. Das könnte man auch so machen. Der Arm ist wirklich ganz schnell einfach nur abzuziehen. Je nachdem, wie man das Trainingsszenario gestalten möchte, hat der Einsatztrainer die Möglichkeit, das Training zu gestalten. Wie zum Beispiel den Helm. Wenn zum Beispiel RSG-Einsatz mit dem Reizstoffsprühgerät und der Trainingskartusche gearbeitet werden soll, dann gibt es einen Adapter, der mit 3 mm Klarsichtplanenstoff hier eingeklettet wird. Ein System, was es erlaubt, ganz schnell hier eingeklettet zu werden. Und schon kann ich auch mit Trainingsmunition FX, Blau bis 7,5 Joule aus Versehen Treffer da oben sogar in Kauf nehmen, ohne dass hier irgendwas im Anzug passiert. Ja. Das Modul kommt jetzt aber nicht außen aufs Visier, sondern wird innen eingeklettet. Darum haben wir auf der einen Seite Flausch, auf der anderen Haken, machen Richtig. auf, kletten es innen ein und dann habe ich einfach da auch die Modularität, wirklich Force on Force mit FX zum Beispiel drauf zu gehen. Das Gitter zerstört das Geschoss mehr oder minder und was übrig bleibt, die Schrapnelle oder auch die Flüssigkeit, dass das nicht ins Auge geht, wird dann hier von der Plane abgehalten. Genau, dafür ist die Adapterplane da. Innerhalb von Sekunden anzulegen, per Klettsystem, wie man das Trainingsszenario gestalten möchte. Das heißt, im Grunde mein Basispaket, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist der Torso- und Unterleibsschutz und dann kann ich das erweitern auf Arme, auf Hals-Nackenbereich und Kopf, Helm, Schienbein, Füße, weil ich sehe auch, die Füße sind zum Beispiel gepanzert, das heißt auch der berühmte Fersenkick auf den Spann zum Beispiel für meinen Trainingspartner kein Problem und ich kann wirklich eigentlich Vollgas reingehen. Hier kann man Vollgas reingehen. Plus die Besonderheit der einzelnen Teile ist die Wartungsfreundlichkeit, die Betriebskosten. Jedes einzelne Teil kann nachbestellt werden, wenn da irgendwo mal was wäre. Heißt, ist hier der Kniescheibenschutz irgendwie mal abgearbeitet, dann braucht man nur diesen Kniescheibenschutz bestellen und nicht den gesamten Anzug. Dadurch, dass wir das konfektionieren und eigens in der Herstellung berücksichtigen können, können wir alles bieten, auch was hier vorne an Emblem oder Werbung angeht, bis hin sogar der Auswahl in Babyblau und Sonnenblumengelb, wenn es gewünscht ist. Für jeden Geschmack was dabei. Genau. Ich sehe, man darf das nicht falsch verstehen. Ich meine, das macht einen wahnsinnig robusten Eindruck. Ja. Aber wenn ich jetzt natürlich meine Trainingspartner mal über einen Asphalt kugeln muss, dann es ist natürlich rau. Ich habe immer einen gewissen Materialabtrag. Also es ist jetzt nicht so, als müsste ich alle 1000 Trainingsstunden den gesamten Anzug austauschen oder teilweise austauschen, sondern es ist einfach auch eine Frage der Trainingsumgebung, in der ich mich befinde. Trainiere ich im Sparring in der Halle, wird da wahrscheinlich wesentlich weniger passieren, als sollte ich mal wirklich draußen trainieren und sind Steine oder Split oder sonst irgendwas. Der Anzug ist auch dafür zu verwenden, ja. Und die Abnutzung steigt halt, je nach Umgebung, wo man trainiert. Aber es ist möglich. Ja? Im CQB-Training, im Killhouse kann er sich bewegen und kann beschossen werden, kann aber auch im Nahkampf bearbeitet werden. Und wenn dieser irgendwo dagegen fällt, hat er halt zumindest auch einen guten Schutz. Trainingswaffen, sei es gepolstert oder auch schon massive aus Holz, können da problemlos drauf einwirken. Das heißt, aus Versehen passiert dem da oben auch nichts, was schnell im EK-Einsatz auf kleine und große Muskelgruppen gegebenenfalls im dynamischen Training passieren kann und er da drin geschützt ist. Ein großer Vorteil ist natürlich, wir haben es vorhin schon gesehen, er kann ja auch zurückschlagen. Er ist agil, er kann auch seine Hände benutzen. Das heißt, wir haben hier den Handschuh, ist im Grunde wie ein Boxhandschuh aufgebaut, sage ich mal. Aber er kann Finger rein, Finger raus und könnte jetzt zum Beispiel auch den Trainingsschlagstock einfach in die Hand nehmen, kann den greifen, könnte damit im Grunde dann auch sich verteidigen oder halt auch auf den Trainingspartner wirken. Genau. Also er kann das Trainingsszenario mitgestalten. Je nachdem, wo Gegenstände liegen, kann er sie auch aufheben und er kann sie auch in die Hand nehmen.
Das heißt, er kann das Trainingsszenario verändern und derjenige muss entscheiden, was mache ich jetzt. Die Besonderheit liegt aber auch darin, es ist nicht nur ein Boxhandschuh, sondern auch vom Boxhandschuh über die Schienbeinschoner bis zum Helm ist alles neu konzeptioniert worden, von Null auf. Keine Bedienung von traditionellen Kampfsportarten, sondern ein Anzug, der explizit auf die Bedürfnisse von Nahkampf bis hin zu Polizei- und Militär-Nahkampfeinheiten ausgelegt ist. Das heißt, ihr benutzt auch jetzt nicht, sage ich mal, aus dem Zubehörhandel. Also jetzt sage ich mal hier die Schulterpads, Brustpolster vom Eishockey oder vom Football oder sowas, sondern das ist alles direkt Nightfighter. Kommt Richtig. von euch, ist ein eigens konstruiertes Produkt, nicht aus anderen Sportarten herangezogen. Alles eigen konzeptioniert bis hin zum Helm, Schädeldecke. Von Kopf bis Fuß, alles in Eigenregie. Kein Zubehör, Einkauf und Anpassung irgendwie, sondern an die Bedürfnisse eben dieser Welt. Und deswegen sage ich auch und sagen wir, das ist die neue Dimension. Die traditionellen Systeme kennt jeder, aber die wurden in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren nicht verändert. Wir haben hier keine Schnallen dran, wo man sich auch verletzen kann. Wir haben hier keine Gummizugbänder, keine Klettbänder, die irgendwo am Rücken oder sonst wo befestigt werden müssen, damit Oberkörper, Brustkorb zusammenhält. Das ist alles eine Einheit, aber trotzdem modular. Das heißt, wenn der Oberkörper gewechselt werden muss durch Abnutzung, durch mehrere Jahre Training, dann braucht man auch nur diesen Oberkörperschutz bestellen und nicht den gesamten Anzug. Dann nochmal zum Thema Abnutzung. Ich habe natürlich ein bisschen Limits gesetzt. Wenn ich jetzt Nahkampftraining mache mit Waffen, also ich kann natürlich nicht mit Alu- oder Stahl-Trainingsmessern rangehen, auch wenn sie jetzt keine Schneidphase haben, weil das natürlich den Verschleiß extrem erhöhen würde in dem Fall. Nein, das ist ein Trainingsgerät, ein Trainingssystem und da werden auch Trainingswaffen verwendet. Was man machen kann, was die Abnutzung aber erhöht, ist tatsächlich mit einem Teleskopschlagstock durchaus üben auf große und kleine Muskelgruppen, aber Metall und Kanten und besonders wenn er einmal irgendwo auf den Steinboden runtergefallen ist und irgendwo eine Kante ist, wird dieser Planstoff abgenutzt. Also je nachdem, wie ich es benutze, wird die Abnutzung erhöht, aber es ist möglich. Gut. Baseballschläger ist auch so ein Thema, sind ja doch viele unterwegs und dürfte wahrscheinlich so von den stumpfen Waffen, also von der stumpfen Gewalteinwirkung so das Heftigste sein, was man kriegen kann, auf Basis der Länge und des Eigengewichts. Aber auch da scheint es mir doch wirklich einen sehr guten Schutz zu wirken. Ja, es ist mehr für Demonstrationszwecken, aber tatsächlich ist jetzt zum Beispiel der Oberkörper, komplette Oberkörper und auch der Unterkörper, Vorderseite, Rückseite, gegen solch eine massive Einwirkung optimal geschützt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf einwirke, merkt er da drin einen Impuls, aber keinen Schmerz. Und das macht die Besonderheit dieses 3-Schicht-Systems eben aus. Wunderbar. Ich sage jetzt mal, der einzige Nachteil, der jetzt natürlich hier kommen wird, ist, je dicker ich gepanzert bin, je mehr der Schutz ist, umso heißer wird es natürlich auch drin. Ja. Timo steht jetzt hier seit so roundabout 1,5 Stunden. Ja. Er steht noch. Ist natürlich die Grundvoraussetzung für meinen Trainingspartner. Aber ich meine, zum Schwitzen kommt er auch sonst. Und wir können situationsnah trainieren, realitätsnah trainieren. Und ich meine, natürlich müssen wir ihn füttern, wir müssen ihn wässern. Also wenn wir hier fertig sind, gibt es erstmal einen großen Schluck Wasser. Auf jeden Fall, aber wer im Training nicht schwitzt, der hat nicht trainiert. Und er ist genauso auch ein Trainierender. Der Anzug macht einem auch fitter und stärker. Das ist der nette Beieffekt. Aber der Schweiß dringt nicht ins Polster ein. Und wenn der nächste Partner diesen Anzug tragen soll und nicht er 5 Stunden lang, sondern jeder eine gewisse Zeit, wird das einfach ausgewischt mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, Fläche wie Haut, auch der Helm. Traditionelle Systeme haben innen ein Velour oder andere Stoffe, die den Schweiß aufnehmen. Und dann bedankst du dich, wenn du nach 5 Stunden und 17 Mal gewechselt den Helm als letztes aufgezogen bekommst. Jeder wird das nachvollziehen können. Und das haben wir hier nicht. Es wird ausgewischt. Auch der Helm ist auch eine spezielle Anpassung, die es sonst so nicht gibt. Wunderbar. Wir waren beim Thema Füttern und Wässern. Markus, ich bedanke mich jetzt schon mal. Bernhard, ja, vielen Dank. Ich wechsle nochmal zurück zu Jörg. Ist auf Alles jeden klar. Fall ein sehr interessantes Produkt. Und Timo, raus aus der Schale. Wir sehen uns noch. Jawohl. Danke.
Jörg, da sind wir wieder. Wir hatten es gerade mit Markus, haben uns über den tollen Trainingsanzug unterhalten. Es ging jetzt natürlich auch, weil Timo so geschwitzt hat, ums Thema Füttern und Wässern. Wir sind gerade schon dabei. Ja. Ein kleines Käffchen, wer arbeitet, darf auch verpflegen. Führ uns doch einfach mal durch ein weiteres Produkt, das ihr vertreibt. Ja, also wir haben eigentlich aus Eigenbedarf und wir müssen immer mehr daran arbeiten, dass einfach die Versorgung unseres Teams, darum ging es mir eigentlich, dass wir da optimal aufgestellt sind. Und dadurch, dass eine sehr gute Freundin von mir hat den Job gewechselt und kam dann auf Formmed und sagte, Jörg, das ist wirklich etwas. Und sie hat da verschiedene Entwicklungen gemacht, die auch postoperativ sind und präoperativ. Und hat gesagt, hey, wir haben hier 450 unterschiedliche Mikronährstoffe, also Supplements, die du genau einstellen kannst auf deinen Körper. Und dementsprechend, wenn man jetzt ein bisschen mehr auf seinen Körper achten muss, weil man ein paar Jahre älter wird und irgendwie einsatzfähig bleiben möchte oder fit bleiben möchte insgesamt und das ja nicht Gott gegeben ist, muss man für meine Begriffe etwas dafür tun. Und das kann man hiermit, indem man individuelle Pakete zusammenstellt. Und ich habe jetzt selber das ausprobiert, weil ich sagte, Mensch, normalerweise nehme ich so etwas nicht. Sagte, das kannst du nehmen, in Deutschland produziert und entsprechend so austariert, dass es auf deinen Körper einsetzbar ist. Und dafür gibt es Checks. Insofern ist diese Person halt auch für uns unser Medical Advisor. Und wir im Team setzen es ein und sind damit echt happy. Wir müssen ja mit dem Jargon ein bisschen aufpassen. Ne? Wir reden immer von, dass man einsatzbereit bleibt und so weiter. Aber das ist jetzt hier keine Sache, sage ich mal, für Einsatzkräfte, für Militär, für Ordnungskräfte oder so, sondern da geht es ja auch einfach darum, für den Otto-Normalverbraucher einsatzbereit zu sein. Einfach nur fürs tägliche Leben, für einen Job, fürs Hobby, für die Freizeit und so weiter. Aber was ist der Unterschied zwischen einer Top-Einsatzkraft und einem Normalverbraucher? Beide sind Menschen. Ja? Insofern, die Frage ist, was habe ich für ein Ziel? Und wenn ich als Normalverbraucher das Ziel habe, mich fit zu halten und weil ich als Spezialkraft fit sein möchte, und wenn man dann die Ergebnisse sieht, die die Amerikaner schon erzielt haben durch entsprechende Studien mit ihren Spezialkräften, kann man davon lernen. Und das versuchen wir. Wir versuchen, das Wissen aufzusaugen, was es irgendwo gibt. Ich versuche als Trüffelschwein irgendwo durch die Gegend zu laufen und mit den Kontakten halt die Dinge zusammenzubekommen als ein System. Ja? Und so dass man wirklich sagen kann, jawohl, die Qualität stimmt und hier kann man etwas mitmachen. Und deswegen haben wir jetzt auch da, in diesem Fall, habe ich gesagt, ich brauche etwas für normal, das heißt Resilience. Was kann ich tagtäglich nehmen, um mein Wohlbefinden, um meine Einsatzfähigkeit zu erhalten? Dann gibt es den Bereich Mission. Ja? Da gibt es da etwas, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt auf einen Einsatz und dafür bereite ich mich vor oder während des Einsatzes brauche ich etwas anderes. Und dann Recovery. Ich bin vielleicht etwas verletzt, ich bin ausgelaugt, ja, und muss halt recovern, sodass wir da 3 Produktlinien quasi haben, die zusammengestellt worden sind, die man nehmen kann. Und man kann es natürlich auch individuell gestalten. Je weiter man natürlich erschöpft ist und je älter man auch wird, der Körper erschöpft ja im Grunde auch, umso mehr lässt natürlich diese eigene Regenerationsfähigkeit nach. Und dafür helfen uns Supplements natürlich. Ja, wir sind jetzt schon wieder einen Tag älter geworden. Also wir arbeiten ja täglich dran, älter zu werden. Messe macht 3 Tage älter pro Tag. Ja. Okay, also gibt es nochmal einen Turbo-Booster. Also insofern die Ergänzung zum Kaffee und zu Cola Zero und Wasser, was man so alles dazu zu sich nimmt, ist eine hervorragende Geschichte. Und es wäre nie zustande gekommen, wenn nicht der persönliche Kontakt da gewesen wäre, wo dann auch das Vertrauen da ist und auch die persönliche Erfahrung, dass es wirklich vernünftig ist, diese Dinge zu tun. Jörg, die Traeger Group macht ja aber jetzt nicht nur das, was wir jetzt hier gerade vorgestellt haben, sondern ihr partnert ja auch noch mit anderen Unternehmen. Willst du uns einmal noch da ganz kurz durchführen, bevor wir hier das Interview beenden? Ja, also klar, ihr habt jetzt vorhin auch bei der Übung mit Markus im Zelt von der INHAG gestanden, weil wir halt schnell einsetzbare Mittel brauchen und da so ein aufblasbares Zelt zu haben, ist super. Dann hängt es natürlich an den Materialien, wie die zusammengebaut sind. Dann ist der Unterschied natürlich darin, wie kann man diese im Feld reparieren. Also auf das achten wir halt dann, wenn wir so etwas nutzen, testen wir vorher und sehen zu, dass wir halt langfristige Partnerschaften aufbauen. Und insofern immer use what you sell, sell what you use. Und das geht über die Nahrungsmittel natürlich. Dass wir da auch schauen, was nehmen wir jetzt mittags zu uns hier auf der Messe, wenn man halt nicht unbedingt an die Imbissbude gehen kann, weil man gar nicht die Zeit dafür hat, aber halt natürlich auch insgesamt, wenn man unter Druck ist. Also dass man für einen Blackout wirklich vorbereitet ist. Und dementsprechend wissen wir, wo wir halt die Notstromgeneratoren herbekommen und so weiter. Also es ist ein ganzes Set, was basierend ist auf Erfahrung, basierend auf einem Netzwerk von sehr, sehr leistungsfähigen Menschen. Ja.
Und da gucken wir halt, dass es wirklich zusammenpasst und dass es die Leistung auch bringt, die wir versprechen. Und das muss halt entsprechend gehalten werden. Gut. Jörg, viele Stationen hier bei euch am Stand, auch ansonsten sehr, sehr interessante Produkte. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, war sehr, sehr interessant. Ich würde jetzt hier das Interview beenden. Also euch alles Gute noch hier auf der Messe. Vielen Dank. Wir bleiben weiterhin aktiv. Denkt immer dran, wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und Glocke drücken für Enforce-Tech TV. Bleibt auf dem neuesten Stand für die aktuellsten Videos von der Enforce-Tech 2026 und auch darüber hinaus für die nächsten Jahre. Wir sind raus und sehen uns beim nächsten Mal.